Kennst du das? Du willst Deutsch lernen, öffnest 3 Apps, schaust 2 Videos und am Ende fühlst du dich trotzdem lost? Das passiert super vielen Anfängerinnen und Anfängern. Heute zeigen wir dir, wie du wirklich von Null startest, mit einem klaren Miniplan und den besten Ressourcen für die erste Woche. Du erfährst, welche App, welches Buch und welcher Podcast Sinn macht, wenn du heute anfängst und denkst, was zuerst und wie lange. Wir erklären alles ruhig auf A2-Niveau. Und du kannst das direkt nutzen für echte Situationen, wie im Café, im Supermarkt oder beim Arzt. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Und hey, die komplette Lektion ist übrigens bei Vocably. So, also, lass uns direkt starten, ohne Chaos und ohne 10 offene Tabs. Genau. Mein Vorschlag für Tag 1 ist ganz einfach, eine Kern-App, ein A1-Buch mit Audio und ein kurzer Podcast mit langsamem Deutsch. Mehr nicht, echt. Ja, weniger ist am Anfang mehr. Wenn du zu viel mischst, verlierst du Zeit und Motivation. Ich würde sagen, 20 Minuten App, 10 Minuten Buch, 10 Minuten hören. Und wichtig, jeden Tag ein kleines Ziel. Zum Beispiel, heute lernst du 5 Wörter für das Kaffee, und du sprichst sie laut. Laut sprechen ist am Anfang Gold, auch wenn's komisch klingt. Viele machen den Fehler und tippen nur still in der App. Dann kommt die erste echte Situation und zack, keine Stimme. Also, wir brauchen hören, lesen und sprechen, jeden Tag ein bisschen. Bevor wir tiefer gehen, machen wir ein Mini-Rollenspiel, ja? Stell dir vor, du bist in einer Buchhandlung und willst ein A1-Buch mit Audio. Ich bin die Verkäuferin. Okay. Rollenspiel startet. Hallo, ich lerne Deutsch und suche ein A1-Buch mit Audio für Selbstlernende. Haben Sie etwas Einfaches mit Dialogen? Ja, klar. Hier ist ein leichtes Kursbuch mit kurzen Gesprächen und einer App für die Audios. Es hat kleine Übungen und Lösungen hinten. Möchten Sie auch eine Grammatikübersicht? Ja, eine kleine Übersicht wäre gut. Ich brauche kurze Erklärungen und viele Beispiele. Danke. Gern. Und Tipp, hör die Dialoge zuerst, lies erst danach den Text. So trainierst du das Ohr, nicht nur die Augen. So, zurück zum Plan. Für die Kern-App, achte drauf, sie soll kurze Einheiten haben, viel Wiederholung und auch Sprechen mit dem Mikro. Das nennt man oft Wiederholen mit Abstand. Du lernst ein Wort, dann siehst du es später nochmal, nicht sofort. Genau, das hilft dem Gedächtnis. Und beim Buch, schau, dass es echte Mini-Dialoge hat, nicht nur Vokabellisten. Ein Dialog wie Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, ist sofort nutzbar. Podcast oder langsame Nachrichten sind super fürs Ohr. Aber bleib bei kurzen Folgen, 5 bis 10 Minuten. Lange Folgen machen dich am Anfang nur müde. Ich hatte mal eine Lernerin, die hat nur eine App benutzt. Nach 2 Monaten hatte sie viele Punkte, aber im Café war sie total nervös. Nach einer Woche mit kurzen Dialogen und lauten Wiederholungen konnte sie plötzlich locker bestellen. Ja, das ist so typisch, echt. Nur App, keine Stimme. Das ist wie Schwimmen lernen mit einem Buch, aber nie ins Wasser gehen. Deswegen, kleine echte Sätze sagen, jeden Tag. Noch ein schneller Miniplan für die erste Woche. Tag 1 Kaffeewörter, Tag 2 Zahlen und Uhrzeit, Tag 3 Supermarkt, Tag 4 Wegefragen, Tag 5 Arzt, Tag 6 Wiederholen, Tag 7 frei oder leichtes Hören. Und bitte, mach Pausen. Oh, Zahlen sind wichtig. Schreib sie groß auf einen Zettel. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Häng den Zettel an den Kühlschrank und lies laut, wenn du Wasser holst.
Und jetzt noch ein zweites Rollenspiel, ganz kurz, noch vor der Hälfte. Stell dir vor, du bist in einer Tandem-App. Du schreibst deine erste Nachricht. Ich bin deine Tandempartnerin. Okay. Hallo. Ich heiße Tim. Ich bin Anfänger in Deutsch. Ich suche eine nette Person für kurze Sprachnachrichten, vielleicht 5 Minuten pro Tag. Wollen wir es mal probieren? Hey Tim, gern. Wir können ab morgen sprechen. Wir machen einfache Themen, Kaffee, Essen, Hobby. Wir korrigieren nur wenig, okay? Perfekt, danke. Ich habe Zeit am Abend, so gegen 8 Uhr. Bis morgen. Super. Und merkt euch, kurze Sprachnachrichten sind weniger Stress als lange Telefonate. So bleibt die Hürde klein, und ihr bleibt dran. Bevor wir weitergehen, einmal kurz erklären. Tandempartner heißt einfach Lernpartnerin oder Lernpartner. Du hilfst mir, ich helfe dir. Es muss nicht perfekt sein. Hauptsache, es ist freundlich und regelmäßig. Regelmäßig ist das Zauberwort. Viele denken, sie lernen schnell mit einem langen Samstag von 3 Stunden. Aber ehrlich, 30 Minuten pro Tag sind oft besser als ein Marathon am Wochenende. Ich habe mal Japanisch gelernt, total motiviert, dann frustriert, dann wieder motiviert. Eine Freundin hat mich gepusht, jeden Tag ein kleiner Block, keine Ausreden. Nach knapp 5 Wochen habe ich echt schon kleine Gespräche geschafft. Die soziale Hilfe war der Schlüssel. Ja, Unterstützung ist mega. Und Fehler sind okay, sogar lustig. Eine Hörerin hat mir erzählt, sie wollte Wohnung sagen und hat irgendwas wie Wohning gesagt. Alle haben gelacht, aber hey, danach hat sie es nie wieder vergessen. Casa Stop Mini-Quiz. Weißt du noch, was Lernplan bedeutet? Na klar. Ein einfacher Plan für deine Woche. Was lernst du an welchem Tag, wie lange, mit welcher Ressource? Wenn du das im Kopf hast, bleibst du auf Kurs. Genau, und wiederholen mit Abstand. Das ist, wenn du Wörter nicht sofort, sondern später nochmal siehst oder hörst. So merkt sich dein Gehirn die Sachen besser. Gehen wir in die zweite Hälfte und machen es noch praktischer. Hier sind häufige Fehler. Nur App, null sprechen. Zu viele Ressourcen gleichzeitig, keine Wiederholung und zu schwere Inhalte am Anfang. Kennst du das, Julia? Oh ja. Viele starten mit Serien ohne Untertitel und denken, das wird schon. Besser ist ein langsamer Podcast, kurze Dialoge und Untertitel nur am Anfang. Dann Stück für Stück weniger Text und mehr hören. Und bitte, sprecht laut. Lies zum Beispiel einen Dialog zweimal leise und dann einmal laut, mit Gefühl. Das trainiert Aussprache und Mut. Ein guter Trick, Satzschablonen, also kleine Muster. Zum Beispiel ich hätte gern oder ich suche für. Du kannst mit diesen Schablonen viele Situationen meistern, einfach das Wort am Ende austauschen. Ja, ich suche Brot für heute Abend oder ich hätte gern einen Tee. Wenn du 5 solcher Schablonen gut kannst, hast du echt Power für den Alltag. Für Ressourcen nach Woche 1, such dir eine Community, zum Beispiel eine Lerngruppe. Da bekommst du Feedback, bleibst motiviert und siehst, dass andere auch kämpfen. Das ist total normal. Ein kleiner Wochenrhythmus könnte so klingen. Montag App und Dialog, Dienstag Zahlen und Uhrzeit, Mittwoch Supermarkt-Vokab, Donnerstag kurze Sprachnachrichten, Freitag Wiederholung, Samstag leichte Serienclips mit Untertiteln, Sonntag frei oder entspanntes Hören beim Spazieren. Und setz dir Mini-Ziele. Zum Beispiel, heute lerne ich 7 Wörter und sage 3 Sätze laut. Morgen höre ich 10 Minuten langsam Deutsch und schreibe 2 Sätze in ein Notizheft. Apropos Notizheft,
Schreib nicht lange Listen. Schreib lieber kleine Beispiele. Statt nur Brot, ich kaufe Brot. Das ist sofort nützlich und dein Gehirn liebt Kontexte. Genau. Und wenn du wenig Zeit hast, mach Microlearning. 5 Minuten warten auf die Bahn? Ein kurzes Hörstück. 2 Minuten Pause? Ein Dialog laut nachsprechen. Kleine Happen zählen auch. Noch ein Fehler, den ich oft sehe. Man wählt zu schwere Grammatik am Anfang. Leute lesen über Nebensätze und Konjunktiv, aber können nicht "ich hätte gern" sagen. Fang leicht an, bitte. Und benutze deine Umgebung. Klebe kleine Zettel, Tür, Tisch, Tasse. So siehst du die Wörter jeden Tag. Das ist simpel, aber wirkt. Lass uns noch ein kurzes zweites Rollenspiel machen, diesmal Sprachnachricht an eine Tandempartnerin. Ich spreche, du hörst zu, und dann antwortest du, Julia, okay? Alles klar, los. Hallo Julia, hier ist Tim. Heute habe ich im Supermarkt Milch, Brot und Äpfel gekauft. Ich übe die Sätze, ich hätte gern 1 Kilo Äpfel und wo ist die Kasse bitte? Wie war dein Tag? Hey Tim, danke für die Nachricht. Ich habe heute Kaffee im Café bestellt, einen Cappuccino, bitte, morgen übe ich Zeit, der Termin ist um 9 Uhr, bis morgen. Siehst du, das ist kurz, freundlich und sehr konkret. Solche Nachrichten bringen echt Routine. Und du hörst deine eigene Stimme, das ist wichtig. Wenn du Angst hast vor Fehlern, sag am Anfang kurz, ich bin Anfängerin, bitte langsam und einfach, das entspannt beide Seiten. Freundliche Menschen helfen gern. Noch ein Motivationstipp. Tracke deine Ketten. Mach jeden Tag einen kleinen Haken im Kalender. 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, es summiert sich und du willst die Kette nicht brechen. Und vergiss Pausen nicht. Dein Gehirn lernt auch, wenn du mal spazieren gehst oder schläfst. Lernen ist keine Strafe, es ist ein Rhythmus. Okay, konkrete Starterressourcen in Kategorien, ohne Marken. Erstens, eine App mit Sprechen und Wiederholen. Zweitens, ein A1-Buch mit kurzen Dialogen und Audio. Drittens, ein langsamer Podcast oder kurze Nachrichten in einfachem Deutsch. Viertens, eine kleine Community, ein Lernbuddy, eine Gruppe oder ein Kurs. Fünftens, ein Notizheft mit Beispielsätzen, nicht nur Wörtern. Fertig. Mehr brauchst du erstmal nicht. Und wenn du doch mal Zeit hast für mehr, dann nur eine Sache extra, nicht 5. Zum Beispiel ein kurzer YouTube-Clip mit Untertiteln, aber stopp nach 5 Minuten. Qualität vor Quantität. Ich sag's nochmal deutlich, Konsistenz schlägt Intensität. Viele glauben, ein harter Lerntag macht dich plötzlich gut. Aber jeden Tag ein bisschen, das gewinnt auf Dauer. Wenn du jetzt denkst, ich fang morgen an. Nee. Fang heute an, ganz klein. 5 Minuten App, 2 Sätze laut, eine kurze Notiz, fertig. Heute zählt. Und bitte, misch die Sinne. Hör, sprich, lies, schreib. Dein Gehirn liebt Vielfalt. Nur tippen ist zu wenig, nur hören auch. Bevor wir zum Ende kommen, eine Frage an euch. Welche eine Ressource hilft euch gerade am meisten beim Start? Die App, das Buch, der Podcast oder die Tandem-Nachrichten? Und warum genau die? Teilt auch gern euren Miniplan für die erste Woche. Das hilft anderen Anfängern mega. Wir lesen sowas richtig gern. Und wie am Anfang gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist kostenlos auf Vocably. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Danke euch, macht's leicht, aber regelmäßig, bis zum nächsten Mal. Genau, holt euch da die Karten und übt die Dialoge nochmal laut.
Viel Erfolg beim Start von Null, ihr schafft das, Schritt für Schritt. Tschüss.